Hallo, mein Name ist Daniel Noll. Ich bin seit vielen Jahren Klavierbauer und Konzerttechniker bei der Firma Piano Fischer. Ich möchte Ihnen heute unser mittleres Servicepaket, unseren Standardservice, vorstellen. Zunächst versuche ich, mir einen Überblick zu verschaffen über den Zustand des Instruments. Auch wenn das Klavier optisch sehr gut in Schuss ist, kann ich feststellen, dass doch erhebliche Verstimmungen wahrnehmbar sind und das Klavier doch einige Jahre nicht gestimmt wurde. Unser Standardservice beinhaltet einmal eine Grundreinigung des Instruments, eine Stimmung, notfalls auch zweimal, falls es nötig sein sollte, auf Kammerton oder auf die gewünschte Tonhöhe. Es werden die Pedale überprüft und eingestellt, die Mechanik wird nachreguliert und die Intonation wird nachintoniert. Zunächst einmal muss ich das Piano zerlegen, um an die Mechanik und die Klaviatur ranzukommen, um alles auch perfekt reinigen zu können. Nun komme ich an alle gängigen Stellen ran. Es gilt zu reinigen die Klaviatur, die Mechanik, den unteren Teil des Pianos, den Stuhlboden, den Pedalboden, aber auch Stellen unter den Tasten, wo sich doch auch immer wieder Staub ansammelt. Um unter den Tasten sauber machen zu können, muss ich zunächst die Mechanik entfernen und dann die Klaviatur abnehmen. Wie wir sehen können, sammelt sich doch so einiges im Laufe der Zeit unter der Klaviatur an. Zunächst sauge ich den groben Staub mit einem Staubsauger. Im nächsten Schritt wische ich das Klavier mit einem leicht feuchten Tuch. In diesem Fall mussten wir jetzt die Klaviatur komplett entfernen, um zu reinigen. Es ist nicht immer notwendig, wenn ich jährlich beim Kunden einen Standardservice durchführe, reicht es auch, wenn ich die Tasten anhebe und vorne raussauge und habe dafür mehr Zeit für Sachen wie Intonation oder Regulation. Wir passen das immer individuell an den Zustand des Instruments. Nachdem nun gewährleistet ist, dass die Klaviatur reibungslos läuft, kann ich die Mechanik wieder einbauen. Im Gegensatz zur einfachen Stimmung haben wir beim Standardservice etwas mehr Zeit für das Stimmen eingeplant. So können auch individuelle Wünsche wie eine bestimmte Tonhöhe berücksichtigt werden. Nun kommen wir zur Nachregulation. Egal ob ein Klavier bespielt wird oder nicht, durch äußere Einflüsse wie Klima, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, aber auch durchs Spielen verändert sich die Spielart. Die Mechanikteile verziehen sich oder Filze pressen sich ein und es kommt zu einer unangenehmen Spielart. Dies gilt es auszugleichen, damit jeder Ton gleichmäßig gespielt werden kann. Hier zum Beispiel sehen wir, dass, wenn wir die Taste drücken, wir einen Weg haben, wo nichts passiert, quasi einen toten Weg. Der Hammer bewegt sich noch nicht, aber ich drücke die Taste schon leicht. Durch das Nachstellen wird dieser Weg reduziert und ich habe ein direkteres Spielgefühl. Das heißt, ich kann die Taste besser kontrollieren. Kommen wir zur Nachintonation. Dadurch, dass wir die Tasten nicht alle gleich oft und gleich stark spielen und besonders in der Mittellage, wo viel gespielt wird, verdichtet sich nach und nach der Hammerkopffilz und der Ton wird hart. Es gibt Töne, die mehr rausstechen, Töne, die weicher sind, Töne, die härter sind. Ziel der Nachintonation ist es, eine gleichmäßige Klangfarbe zu gestalten. Anders als bei unserem Premium-Service, wo wir komplett intonieren können, das heißt, wenn der Kunde sagt, mir ist das Klavier insgesamt zu hart oder zu weich, machen wir hier eine Intonation beim Standardservice auf der gegebenen Basis. Das heißt, ich steche mit einer Intoniernadel die Töne weich, die zu laut herausstechen. Hier hören wir, es klingt sehr metallisch.
Zu guter Letzt überprüfen wir die Pedalmechanik, ob alles läuft, ob etwas quietscht, ob der Weg richtig ist, ab wann der Ton lang gespielt wird oder auch beim linken Pedal, wie weit die Hammerköpfe sich von den Saiten bewegen lassen. Hier habe ich nichts zu tun, der Weg ist richtig eingestellt und es quietscht auch nichts. So, nachdem wir nun alles eingestellt haben, auch den Moderator wieder eingebaut haben, spiele ich das Klavier, bevor ich es zusammenbaue, noch einmal an und horche genau, ob ich noch irgendwelche Sachen zu tun habe oder ob alles in Ordnung ist. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich den Kunden hinzuhole und ihn das Piano anspielen lasse. Individuelle Wünsche oder Sachen, die er noch gerichtet haben will, kann ich dann direkt vor Ort beheben, bevor ich das Klavier dann zusammenbaue. Ganz zum Schluss spiele ich das Klavier in geschlossenen Zustand nochmal an, weil es immer sein kann, dass irgendwelche Gehäuseteile oder irgendwelche einherliegenden Sachen scheppern oder Geräusche verursachen. Hier scheint das Klavier sehr trocken zu sein. Auch das wäre jetzt behoben. Dann spiele ich jetzt das Klavier nochmal für Sie an und ich denke, Sie werden einen deutlichen Unterschied zu vor diesem Service hören. Wenn Sie Beratung benötigen, welcher Service für Sie der richtige ist, kommen Sie gerne auf uns zu.